Hey ho Gemeinde, Rock'n'Roll. So, und wieder stehe ich hinter der 97 Duke, aber keine Angst, das ist nicht die gleiche von damals, ne, wo wir den Motor überholt haben. Ich blende es mal um ein, die ganzen Videos. Das ist eine neue, gebrauchte, die wir angekauft haben. Mit Motorschaden. Und was ist da wohl kaputt dran? Wer hätte es geahnt? Die Nockenwellen. Genau. So, das ist ein Fahrzeug von einem Händlerkollegen, die hat er wahrscheinlich in Zahlung genommen im Zuge der Überprüfung dieser Nockenwellengeschichten von KTM aus. Festgestellt, Nockenwellen kaputt, und da hat er das Ding wohl in Zahlung genommen, dann ins Netz gestellt für kleine Maus, und da kam das genau richtig für uns, weil wir suchten ja so ein Teil, um eben halt hier unsere ganzen Bauteile zu testen, die wir da jetzt momentan in der Mache haben. Ne? Die Nockenwellen, wir arbeiten gerade an Laufbuchsen, also ein Motorgehäuse mit extra Laufbuchsen drin. Das wird noch interessant und spannend. Und da nehme ich euch natürlich mit. Vor allen Dingen dann bei der Zerlegung von diesem Motor seid ihr wieder mit dabei. Wir gucken mal rein, wie kaputt ist er denn. Ich hoffe nicht zu kaputt, weil was ich gar nicht gebrauchen könnte, wäre ein kaputter Zylinderkopf, also wo die Nockenwellen Lagersitze gefressen hätten. Aber ne, ich hoffe, ich habe Glück und der ist noch soweit ganz. So, dann gucken wir Kolben, Zylinder, klar, Kurbelwelle. Und vor allen Dingen, wie sieht das Getriebe aus? Weil da gehen ja auch immer gerne die Mitnahmeports kaputt, bedingt durch diese schlecht eingestellten Quickshifter. So, dann auseinander, dann wieder neu aufbauen, ihr seid mit dabei, und dann muss das Ding laufen, wenn die denn dann zusammen ist. Und das heißt laufen viele Kilometer am Stück. Und dann seid ihr gefordert, da komme ich aber nochmal mit neu rein, wenn sie denn so weit rennt. Das erzähle ich dann. Das Motorrad bleibt vollkommen Serie, da wird auch nicht dran rumgetunt oder anderen Flash drauf und so. Wir lassen das wirklich komplett Serie, und dann müssen wir nur sehen, dass wir da ordentlich Kilometer drauf ballern. Wie das passiert, erzähle ich dann später. So, und jetzt kommen wir mal erstmal zum Hauptakt von heute. Wiederaufbau Husqvarna 701 Euro 5 Motor. Ab geht die wilde Fahrt. So, schauen wir uns eben den Motorblock an, wie der zusammengehört. Das habe ich ja schon oft genug gezeigt. Das müssen wir, glaube ich, nicht nochmal machen. Hier jetzt der neue Pleuel-Kit. Auch oben schön zu erkennen, die neue oder die Bronzebuchse, die da verpresst worden ist oder verpresst ist. Der Pleuel ist oben auch leicht angeschrägt, damit er am Originalkolben laufen kann, weil die halt innen drin haben die so eine kleine Phase oder laufen innen spitz zu. Daher für den Originalkolben muss der oben bearbeitet werden. Unten drin werkelt das neue DLC beschichtete Nadellager mit dem neuen Pleuelbolzen. Ich blende den Kit mal unten ein. Ja, und jetzt brauchen wir nur noch den Zylinderkopf. Der liegt hier. Einmal komplett überholt, und ganz wichtig immer bei diesen Köpfen planen lassen, bevor ihr die montiert. Ne? Ganz, ganz, ganz wichtig, weil die klappen immer gerne ein. Gerade auch dann, wenn halt Zylinderkopfschäden oder Zylinderkopfdichtungsschäden vorhanden waren, also Wasser im Öl oder eben halt Wasser in den Brennraum gelangt ist. Meistens hier in dem Bereich werden die krumm, klappen ein, und dann sind die immer wieder undicht. Da könnt ihr so viel Kopfdichtung montieren, wie ihr wollt. Das funktioniert nicht. So, drehen wir mal um. Hier auch noch eine ganz wichtige Geschichte. Immer, wenn ihr den Kopf in der Hand habt, die Ölspritzdüsen raus und alles reinigen, durchblasen, gucken, sind die wirklich frei, weil hier, wenn hier irgendwas drin ist, ne, könnt ihr euch von den Nocken hier auf der Seite und euren Schlepphebeln verabschieden. So, der Kolben ist ja vormontiert, alle Kolbenringe sind montiert, also Kompressionsring, Minutenring und Abstreifring. Hier haben wir ja bei dem Elco König Kolben haben wir ja wieder diesen einteiligen bzw. zweiteiligen Abstreifring, aber der ist halt oder Ölabstreifring, der ist halt sehr dünn jetzt, und die funktionieren wirklich gut, also nicht so wie bei den Euro 3 Modellen damals. Wirklich, da gibt es auch keinen Ärger mehr, also ich habe bis jetzt noch keinen gesehen, wo die gebrochen sind. Nur halt immer darauf achten, wenn man hat ja nur 3 Stöße, und dann immer sehen, dass man, also ich setze die Kolbenringstöße immer einmal auf 13 Uhr, einmal auf 11 Uhr, wenn das hier oben 12 ist, und hat wie gesagt den Abstreifringstoß auf 17 Uhr. Das sollte funktionieren. Und wichtig ist eben halt, dass wenn er hier auf 17 Uhr sitzt, sollte der untere, der nächstfolgende, also quasi der Minutenring, dann in der 11 Uhr Position sein. So haben die den weitesten Abstand zueinander, dass
falls sich die Sache drehen sollte, das Gaslabyrinth keine Chance hat, irgendwann die beiden übereinander zu erwischen und dann bleiben die nämlich so stehen. Und jetzt kommen wir zum Kolben, Zylinder. Der hatte ja Gott sei Dank bei dem Fahrzeug nicht so viel abbekommen. Hier konnten wir sauber durchholen. Jetzt ist er so bei 105,02, haben wir jetzt ein Bohrungsmaß. Daher können wir jetzt hier den Kolben Gruppe 2 montieren. Der hat 104,96. Daher haben wir jetzt ein schönes Kolbenlaufspiel von 600. Das passt wunderbar. Wenn ihr dieses rote Zeug hier überall seht, das ist was Neues, was ich habe. Ja. Das ist dieses von Torco. Diese Verschleißschutzpaste, die ist wirklich richtig knaller. Normalerweise habe ich ja von so einem Zeug nie was gehalten, von so einem speziellen Montageöl für Kolben und Kurbelwellen. Aber das Zeug ist wirklich gut, weil, das hat einen großen Vorteil, es ist wie gesagt total klebrig, fast wie Himbeersaft. Und dadurch läuft das sehr, sehr, sehr langsam ab. Und gerade wenn ihr Motoren zusammenbaut, die dann noch lange in der Ecke stehen, wenn ihr wenig Zeit habt, ihr habt einen Zylinder schon montiert, ja, habt keine Zeit, ne, ihr müsst wieder arbeiten und hin und her und der Motor steht dann rum, ist es nie gut, wenn der nur im Öl steht. Ne. Daher immer am besten mit so einem Zeug einsetzen, weil das eben halt so eine Langzeitwirkung hat, eine Langzeitschmierung hat und halt immer auf den Stellen länger kleben bleibt als normales Öl. Aber der hat noch einen großen Vorteil, oder das Zeug hat noch einen großen Vorteil. Ja, wenn man hier auch gerade so die Zylinderoberkanten mit dem Zeug einschmiert und gleich den Kolben rein, oder wir drücken gleich den Kolben rein, flutschen die einfach besser rein als mit Öl. Und das machen wir jetzt. Wie gesagt, hier habe ich eine spezielle Zange dafür. Und dann setzen wir die ganze Geschichte hier vorne rein. Klopfen das Spannband locker an. Man kann jetzt den Kolben vorsichtig reinklopfen. Ja. Oder eben halt, man kann das auch mit dem Stiel machen. Das geht auch, aber halt vorsichtig mit dem kleinen Kunststoffhammer den Kolben dann rein klopfen, nicht schlagen. Dann flutscht das wunderbar rein. Vor allen Dingen, wenn die Kanten halt, wie gesagt, hier mit dieser Paste eingespielt worden sind. Das geht wirklich klasse. Habe ich schon mal mehrmals ausprobiert, ob das mit Fett oder mit Öl genauso geht. Nein, damit geht es wirklich am besten. So, dann die Kolben einmal ordentlich runterschieben. Und jetzt können wir den Zylinder so montieren. So, fertig ist er. Jetzt muss er da nur noch rein. Würde ich sagen, machen wir das ganz schnell, weil das haben wir ja schon oft genug gemacht. Daher 1, 2, 3 und... So, drin ist er. Jetzt
schieben wir den ganzen Apparat auf den Prüfstand, dann entlüfte ich erstmal das komplette Kühlsystem, ne, dann nehme ich euch nochmal mit, damit man nochmal genau sieht, wie das geht. Dann rollen wir das Fahrzeug mal komplett ab. Die Konfiguration ist ja jetzt nicht wirklich was Besonderes, also der Motor an sich ist ja Serie. Wir haben eine fein gewuchtete Welle drin mit unserem neuen Pleuelkit. Da hören wir mal, wie der sich anhört beim Lauf, also im Laufgeräusch. Ist das leiser, ist das lauter als das Gleitlager? Ist er leiser oder läuft er genauso? Das werden wir dann sehen. Neue Steuerkette von uns ist ja drin, also die DITS-Steuerkette ist schon direkt verbaut worden und der neue Steuerkettenspanner hinten mit dem Absatz. Das zeige ich euch gleich nochmal, aber eben halt so die ganzen, wenn wir so mal Feinheiten, die wir jetzt eingebaut haben in den Motor, hören wir uns noch mal an. Gut, würde ich sagen, das Ding darüber und dann entlüften wir erstmal. Los geht's. So, Moped ist aufgestellt und jetzt klemme ich euch mal mit der GoPro hier fest, dass ihr das sehen könnt. Dass ich auch den Stutzen gut im Blick habe. Gucken, hier ist der Stutzen. Hallo? Ja, da kann man das, glaube ich, gut sehen. Schon mal noch eine Lampe. So, da kann man es gut erkennen jetzt. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Defizit. Ich muss noch ein bisschen Wasser rein, beziehungsweise Kühlmittel. So. Dann muss die Wanne drunter. Und dann kann er losgehen. Jetzt lassen wir die hier so lange laufen, bis gleich das Thermostat öffnet. Dann sinkt schlagartig der Kühlmittelstand. Dann füllen wir bei. Dann warten wir noch ein bisschen, bis sie schön warm wird. Dann fängt es an zu dampfen. Die Blasen steigen immer noch weiter auf. Und wenn das dann komplett blasenfrei raus oder keine Blasen mehr kommen und der Kühlmittelstand langsam steigt, dann können wir zumachen. Dann geht das los. So, die ganze Sache lassen wir jetzt natürlich ein bisschen schneller laufen. Für die Leute, die es gerne in Minuten haben möchten, das dauert so, man kann rechnen zwischen 5 bis 7 Minuten, bis das Thermostat dann öffnen sollte. Die Wassertemperatur sage ich euch gleich, weil wir können die jetzt mit dem Prüfstand oben mitloggen. Ihr seht das ja bei der Husqvarna normalerweise nicht, da haben die ja keine Anzeige dran. Aber so die Ecke rum sollte das dann schon öffnen. So, jetzt sind wir bei knapp 70 Grad Wassertemperatur. Jetzt können wir zumachen. Es kommen keine Blasen mehr. Und da wir ein neues Thermostat eingebaut hatten, hat das auch nicht wirklich riesen Blups gemacht auf gut Deutsch. Also es ist nicht wirklich stark abgesunken, weil dieses Thermostat natürlich hervorragend gearbeitet hat, sofort komplett geöffnet hat. Das ist leider bei alten Thermostaten nicht so, daher muss man halt immer etwas länger warten, ne? Vor allem wenn man ein gebrauchtes Thermostat hat. So, der Plan war eigentlich jetzt hier noch eine kleine Erklärung zum Thermostat einzufügen, aber das würde wieder das ganze Video unendlich in die Länge ziehen, das wollen wir natürlich nicht. Da werde ich, glaube ich, ein 3-Minuten-Short die nächsten Tage mal voraushauen, wo ich genau erkläre, wie so ein Thermostat wirklich funktioniert und wofür es eigentlich da ist. Ja, das machen wir dann beim nächsten Mal. So, jetzt haben wir den ersten Schritt schon mal fertig. Und ihr habt schon gehört, die läuft schon richtig schön. So, jetzt noch wichtig, als Nachkontrolle, wenn das Fahrzeug jetzt abkühlt, muss das Produkt oder das Kühlmittel, was jetzt gerade übergelaufen ist, muss der Kühler sich hier wieder zurückziehen aus dem Auslassbehälter. Den habe ich jetzt etwas über Maximum aufgefüllt. Das seht ihr jetzt hier. Ja. Und nachher, wenn der richtig oder wenn das System sauber arbeitet, zieht sich jetzt hier das Kühlmittel über den Deckel zurück. Und dann sollte dann ungefähr im kalten Zustand so bei knapp Minimum etwas unter Minimum stehen. Dann passt das, dann ist das System sauber entlüftet.
Dann geht das weiter. So, jetzt schauen wir mal, wie der oder ob der Kühler gezogen hat. Also quasi Produkt oder Kühlmittel aus dem Ausgleichsbehälter entnommen hat. Und siehe da, oh ja, der ist schon fast leer. Ne? Unten ist Gott sei Dank noch was drin. Weil wenn der jetzt ganz weggezogen hätte, hätten wir wieder Luft in der Leitung. Haben wir jetzt aber nicht. Ist noch ein bisschen was drin, aber hier muss auf jeden Fall nachgefüllt werden. Ungefähr so bis hier. Hier haben wir ja die Minimummarkierung. So im kalten Zustand. Dementsprechend sollte das dann hier stehen. So, ist ja noch warm der Motor. Jetzt lassen wir ihn abkühlen. Und wenn er abgekühlt ist, fülle ich nach. Und dann schauen wir mal, wie er sich denn so starten lässt. In puncto Klappern, Steuerkettenspanner. Dann fahren wir sie warm, machen eine Messung. Und dann gucken wir nochmal, wie sie dann im warmen Zustand startet und läuft. Geht halt los. Jetzt ist das Motörchen kalt. Ja. Und jetzt starten wir mal rein. Gucken wir mal, wie es sich anhört. Bei der Gaswegnahme kein Scheppern von der Kette. Machen wir aus. Gucken wir mal an. Flackert quasi kurz an und sofort ist still. So soll es sein. Nochmal, weil es so schön war. Ja, läuft doch schön. So, wichtig aber jetzt natürlich, was macht der Motor, wenn er richtig heiß geballert ist? Das werden wir jetzt sehen. Jetzt machen wir mal Leistungsmessung. Gucken wir, was er kann. Und dann werden wir nochmal starten und gucken, wie schnell denn das Klappern mit dem heißen Öl aufhört. Am besten Falle kurz wieder wie gesagt, wieder anscheppern auf gut Deutsch und dann sofort Ruhe. Dann ist alles okay. Weil klar, das Öl wird, je heißer es wird, umso dünner wird es, umso dünnflüssiger wird es natürlich auch in der Viskosität. Und dann braucht der Öldruck immer mal ganz kurz, bis der Steuerkettenspanner Druck kriegt. Gucken wir mal. Los geht's. So, schauen wir uns mal die letzten 3 Leistungsmessungen an, die wir gemacht haben. So, und als allererstes fällt auf diese wunderschöne gleichmäßige Leistungskurve im Bereich PS-Leistung, das ist die durchgehende Linie hier, und im Bereich Drehmoment, das ist die gestrichelte Linie. Und hier sieht man genau das, was man braucht beim Endurofahren. Zwischen 4000 und 7000 brauchen wir eine gleichmäßige, kraftvolle Leistungsentfaltung und die haben wir. Ja, also das kann man nicht meckern.
da sind keine Einbrüche drin. Das heißt, das Motorrad macht das, was wir wollen. Vor allen Dingen, wenn es knifflig wird im Gelände, es kommt auf einmal ein Graben, da muss ich drüber, es kommt ein Baumstamm, der liegt quer oder ich muss in den Hang rein, da muss das Motorrad das tun, was ich am Gasgriff eingebe. Ja, also schlagartig und schnell reagieren. Und das haben wir mit diesem Flash auf jeden Fall geschafft. Nachteil vom Powerparts-Deckel, wie immer, obenrum fehlt uns ein bisschen Spitzenleistung. Das sieht man auch gut, wenn man mal eine Serienkurve drüber legt. Das ist diese hier, die habe ich euch mitgebracht. Ich mache jetzt mal die anderen beiden hier weg. So, das ist eine Husqvarna Baujahr 2022, ein Enduro. Serien-Luftfilterkassendeckel, Serienfilter, Serienkrümmer, Serienmapping mit Leo Winch L41. Das ist ja der gleiche Schalldämpfer wie der Nero, halt nur in Silber mit Cut. Und da kann man das gut erkennen, was die Euro 5 hier diesen Motoren antut. Also hier sind 10 Newtonmeter weg. Hier sind 6 PS weg. Hier schneiden sich dann die Leistungskurven bei knapp 6800 Umdrehungen. Und dann gibt es hier oben ein bisschen PS-Leistung dabei, bei hohen Drehzahlen. Da kommt man dann hier bei 72,64 raus. Das ist nachher, wenn die Motoren eingefahren sind, kommt man dann auch an diese ungefähr an die angegebenen 75 PS. Aber im Endeffekt hier oben vollkommen uninteressant. Bei 8600 Umdrehungen. Diese Leistung ist nicht zu verwerten, gerade beim Enduro-Fahren. Ne? Daher wunderschön, kann man so lassen, geht das weiter. So, jetzt habe ich sie draußen mal warm laufen lassen, damit wir mal vom Prüfstand her diese ganzen Nebengeräusche nicht bekommen, also Lüfter und Absaugung. Ist es gut heiß? What's up, baby? So. Einmal aus, einmal an. Also auch im warmen Zustand, kein Klappern. Jetzt ist der Motor natürlich wieder flatschneu, komplett einmal neu gemacht mit neuem Steuerkettenspanner. Schauen wir mal, ob sich das auf Dauer auch so halten kann. Das werden wir dann sehen, wenn der Kunde was länger damit gefahren ist. Aber ich bin guten Mutes, dass so die ganzen Konfigurationen mit Steuerkette, DIT, also mit der DIT-Steuerkette und dem neuen Steuerkettenspanner und dem Öl, da dementsprechend doch gute Ergebnisse zeigen. Ne? So, geht's weiter. Dann sind wir jetzt fertig. Der Kunde kann abholen. Ihr habt gesehen, die Leistungskurve ist wunderschön. Für so einen Enduro-Langstreckenbomber natürlich optimal. Gerade Leistung im unteren, mittleren Drehzahlbereich. Also Drehmoment ist da, satt da und Leistung auch. Obenrum haben wir das typische Powerparts-Deckelproblem. Klar, der kappt uns oben ein paar PS weg. Aber ne, wen interessiert das? Gerade für so ein Gerät vollkommen uninteressant, ob ich bei 9000 jetzt 73 habe oder 71,5. Vollkommen egal. Auch schön ist eben, dass der neue Pleuelkit von uns so schön ruhig läuft. Das ist auch der erste, den wir verbaut haben jetzt. Natürlich in Verbindung mit den Rillen-Kugellagern, die als Kurbelwellen-Hauptlager jetzt wieder drin arbeiten, die TMB-Lager von uns. Alles zusammen ein schönes, rundes Konzept, fein gewuchtet auf den Originalkolben. Passt alles. Was wollen wir mehr? Das nächste Projekt, 701, wird eigentlich noch einen Tacken interessanter, weil die steht da hinten. Auch eine Enduro, Baujahr 18, glaube ich, von einem Kanalmitglied von uns. Ja, Grüße gehen raus an Stoner. Der hat uns ins Lastenheft geschrieben, nur 3 Dinge. Drehmoment, Drehmoment und Drehmoment. Hat der Spitzenleistung, brauche ich nicht. Ne, sieht zu, dass das Ding von unten rauszieht wie ein Ochse. Haben wir gesagt, okay, das können wir vielleicht realisieren. Und dann haben wir jetzt uns Folgendes überlegt. Wir werden die Kurbelwelle dann bei ihm dann umbauen von 80 mm Hub auf 85 mm und den Zylinder auf 108 mm bringen. Ja, diesen Umbau mit diesen Super Duke-Kolben hatten wir ja schon mal bei der SMCR gemacht, die nur für die Rennstrecke war. Ich blende es mal oben ein, das Video. Also das wird ein richtiger Ochse hier, das Ding, mit sehr viel Hub und sehr viel Bohrung, aber die Steuerung oben, also ne, Nockenwelle bleibt vollkommen Serie, Auspuffanlage bleibt Serie und eben halt hier nur wirklich den Drehmoment von unten und Mitte richtig nach oben zu bringen. Ja?
Spitzenleistung, Drehzahl brauchen wir nicht. Daher wird das ein spannendes Projekt. Die Teile werden so, ich hoffe, Ende Februar hier sein. Und wenn wir dann zusammenbauen und den abrollen, dann seid ihr natürlich mit dabei. Gut, so, daher würde ich sagen, reicht für heute. Ne? Abonnieren muss ich kaum erklären. Wir sehen uns in 14 Tagen. Haut rein und tschüss.